Einen schönen guten Morgen aus dem Nantahala Outdoor Center in the middle of North Carolina. So, hier sind wir. Es ist kurz nach 8, die Sonne ist aufgegangen. Heute ist der wärmste Tag der Woche, oder soll es werden. 25 Grad. Dafür soll es heute Abend aber richtig scheppern. So richtig. So, dahingehend habe ich jetzt zwei Optionen. Zum einen liegen jetzt auf dem Weg zwei Shelter vor mir. Der eine Shelter ist knapp 8 Meilen entfernt. Oh, schönes Flüsschen, ein Traum. Und der andere Shelter wiederum knapp 16 Meilen, also ein Stückchen weiter noch. Das werde ich sehen. Oh, jetzt werde ich kurz angequatscht. Egal. Ein schönes Flüsschen, wie gesagt. Ist halt komplett auf Hiker ausgerichtet. Aber werde ich sehen, wie ich das mache. Der zweite Shelter, das sind halt fast 2000 Höhenmeter. Ob ich meinem Knie das heute antue, das weiß ich nicht. Werde ich sehen. Aber jetzt machen wir erstmal ein paar Meter, ein paar Höhenmeter. Und dann werden wir sehen, wo es uns hin verschlägt. Dienstag müsste heute sein. Ach, die zwei Idioten schon wieder. Mr. Giftzwerg und der andere Idiot. Ich sehe schon wieder große Kotzen. Naja. Hey, good morning. Good morning. So, dann. Wir sehen uns. Good morning. So, solange es jetzt gerade mal ein bisschen eben dahin geht, kann ich mal die Kamera wieder anmachen. Wir haben gerade einen guten Aufstieg hinter uns gebracht. Und auch das zweite Frühstück uns bekommen lassen. Und ja, ich habe jetzt nicht geschaut, wie weit ich schon bin, weil ich vorstelle, irgendwann komme ich irgendwo an. Bloß Wasser wäre halt so die nächsten 2-3 Meilen auf eine Geschichte. Genau, von wegen dem Zwerg, den ich vorher erzählt habe, oder den zwei Leuten, die mir vorher entgegengekommen sind. Der ist ein großer Mann und ein kleiner Mann, ein Giftzwerg. Toxic Dwarf, haben wir ihn genannt. Das ist so ein kleiner, 1,50 Meter Typ und der überholt alle. Der überholt alle und lacht sie dann immer irgendwie alle aus. Und, naja, keine Ahnung, unfreundlich ohne Ende irgendwie auch. Und, ja, komischer Typ auf jeden Fall. Das ist der erste unfreundliche Mensch, den ich hier auf dem Appalachian Trail begegnet bin. Aber die gibt es halt überall. Es macht den Anschein, also die Sonne, die quält sich irgendwie ein bisschen will sich durchquälen durch die Wolken. Aber man merkt die Ruhe vor dem Sturm. Ich bin jetzt mega stolz, dass ich den Berg jetzt schon runter weggeballert habe, hier den ersten. Innerhalb von einer Stunde ohne Pause, also habe gut Kraft heute. Das Knie geht. Fast so weit, solange es wieder ewig bergab geht, ist alles in Ordnung. Und genau. Dann fährt der Fußbus weiter, bis er mal an dem ersten Shelter ist und dann schauen wir mal, was passiert und wie das Wetter ausschaut und dann mache ich mich mal ein wenig schlau. Aber vorerst geht's weiter. Bis dahin. Es geht seit heute Morgen nur bergauf. Nur bergauf. Jetzt habe ich mal eine Passage, wo es noch ein bisschen gerade läuft. Ach, das ist angenehm. Boah. Also meine Energiereserven sind schon wieder auf Low. Oder machen wir erstmal Pause. Und dann habe ich Bock auf richtig schöne, salzige Instant-Nudeln. Delikates Leben hier oben. Aber es sind halt die Dinger, es schmeckt dann doppelt gut. Ist so. Es schmeckt doppelt und dreifach gut. So, okay, also die letzten Meter. Und dann sind wir hoffentlich bald da. Kojoten habe ich schon gehört heute. Kojoten hier. Rumheulen. Ja, gesehen noch nicht. Aber man hört sie. Man hört sie. So, der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin schon seit schätzungsweise 12:30 hier in diesem Shelter. Da waren es noch ungefähr 3-4 Leute. Jetzt ist das Ding gerappelt voll. Weil sie irgendwie alle halt Unterschlupf suchen vor dem kommenden Gewitter, was da kommen soll die Nacht. Also gegen 12 Uhr soll es losgehen.
Also es sind unten 8 Leute, oben 8 Leute und keine Ahnung, wie das heute wird. Ne? Also wenn ich das nicht unbedingt haben muss, dann nicht. Aber dort haben sich halt tatsächlich noch ein paar Zelte breit gemacht. Da in der Region. Eine Familie mit ihren Kindern, ob die auf den Wetterdienst geschaut haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Wer zuerst schläft, hat gewonnen natürlich. Weil wegen Schnarchen und so, ich habe Oropax drin, aber trotzdem. Für heute war es auf jeden Fall und ich melde mich morgen wieder, wenn ich weg bin, weil das ist einfach nicht meins. Ich muss hier einfach. Die quatschen alle und ich will einfach immer nur meine Ruhe haben. Das ist halt immer das Liebste. Also bin ich halt. Ja. Aber gut, muss dann auch mal einen sauren Apfel beißen und mal im Shelter schlafen. So, aus. Tschüss, bis morgen. Guten Morgen am Mittwoch, den 3.4. meiner Meinung nach. Woher auch sonst? Aus den Appalachen. Mein Gott, war das gestern dumm. Also hätte ich das gewusst, wäre ich auf jeden Fall noch weiter marschiert. Frosch im Hals. Das war ja lachhaft. Also es hat nachts mal kurz ein bisschen geregnet, vielleicht eine Stunde oder was. Aber ich habe am Zelt gepennt. Wäre das auch kein Stress gewesen. Oh Gott, das ist eine dumme Nacht. Also zum einen mache ich das nie wieder. Ich schlafe nie wieder in so einem Shelter aus. Ich kann, da muss oder es geht nicht anders. Oder die Welt bricht wirklich über mich zusammen. Weil das ist ja eine Katastrophe. 4:30 Uhr begannen die ersten heute ihren Scheiß zusammenzuräumen. Und fängt einer an, sind so die alle wach und dann geht's los, und ist Schluss mit Schlafen. Ich habe sowieso relativ semi-gut geschlafen. Aber es geht. Dafür bin ich seit um 6 schon wieder auf dem Trail. Schön im Dunkeln stolziert, im Nebel und komplett überfüllt. Da kamen im Laufe des Tages nochmal 3, 4 Leute. Wie die Sardinen in der Dose, in der Büchse. Sogar unten auf dem Boden haben sie gepennt. Für das, dass es dann eine Stunde geregnet hat. Also, nee. Beim nächsten Mal gehe ich das Risiko ein. Ohne Mist, halt, das ist ja Witz. Nee. Möglicherweise habe ich in dem ganzen Dunkelheits-Scheißhaus und in dem ganzen Trubel da unten meine kurze Hose vergessen. Aber das steht noch nicht fest. Muss ich erstmal nachschauen. Aber das passiert halt auch in dem Gewusel. So ihr Lieben, mein Tag ist zu Ende. Der begann ja auch relativ zeitig heute, wo die ersten um 4:30 ihre Sachen schon gepackt haben im Shelter. Ich sage nie wieder, wenn es nicht sein muss. Ja, dementsprechend sind wir jetzt knapp, müssen wir überlegen, knappe 9 Stunden auf dem Trail. Also abzüglich halt Mittagessen und so. Krass. Aber wirklich vom Wetter, es war kalt, aber es war angenehm. Man konnte gut laufen, man konnte gut Meter machen. Und heute sind wir bei ungefähr 18,5 Meilen. Das ist schon eine Leistung. Also das ist bis jetzt das weiteste, was ich gemacht habe. Und keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind. Vielleicht knapp bis 27 oder so. 26 bis 27 Kilometer. Irgend so. Keine Ahnung, nicht umgerechnet. Es ist 4 Uhr. Ich habe Hunger. Ich hoffe, dass mein Gas jetzt noch reicht, dass ich noch ein bisschen was zu essen machen kann. Morgen brauche ich auf jeden Fall Neues. Ich stehe morgen zeitig auf. Ich mache mich heute mal schlau, weil unten an diesem Damm, also es ist ein Fontainer Damm, ne? Wie es der Name schon sagt, das ist ein riesiger Damm. Ich bin vorher schon an diesem See, an dem Stausee quasi vorbeigelaufen. Also ist schon herrlich. Richtig geil, wenn morgen schönes Wetter ist. Das ist bestimmt der Schau. Der muss riesig sein. Ich freue mich. Und dann überlege ich mir, ob ich morgen noch direkt starte in die Smokies. Oder eben dann erst am Freitag müsste das dann sein. In aller Herrgottsfrüh, also zeitig dann. Genau, dann tagen wir schön durch die Smokies durch. Bis zur Hälfte, dann werde ich mal einen Abstecher machen nach Gatlinburg. Da mal eine Auszeit nehmen, einen Tag. Mal ein bisschen rehabilitieren, ein bisschen Recovery machen. Und dann geht's weiter. Genau, heute war echt ein guter Tag. Haben echt gut was weggerissen hier. Also passt. Bin zufrieden mit mir. Das passt. Ich werde die Füße halt ein bisschen merken, aber es hält sich echt in Grenzen. Auch die Knie, alles prima. Schönchen. So, jetzt wie gesagt hoffen, dass das Gas noch reicht. Und dann pennen wir heute hier, wie ihr schon seht hier. Aber ich bin hier heute komplett alleine. Also das ist ein Gap.
Nennt sich so, als alles, was irgendwie zwischen zwei Hügelchen ist eine Gap. Ne, eine Lücke halt. Und wir sind in der Walker Gap und da ist genau ein Zeltplatz und den habe ich mir geschnappt. So. Der Rest, der vorbeigelaufen ist, hat blöd geguckt und gesagt, toll, du Arschloch. Und ja, Pech, ne? Die mussten halt weitersuchen. Hä? Ganz alleine. Guck mal, ob heute Abend der Bigfoot kommt. Nee. Blödsinn. So, ich hab Hunger, ich muss mir jetzt was zu essen. Rein ins Nest. So, viele Grüße aus Fontana Dam. Ich dachte, es wäre irgendwie eine kleine Ortschaft. Aber es besteht eigentlich nur aus ein paar Hütten, die man sich mieten kann. Einem größeren Hotel. Und einem General Store, wo du alles bekommst, was du brauchst. Natürlich leicht überteuert. Wegen Monopol und so. Einen Laundromaten, wo mittlerweile meine Wäsche beim Trocknen ist. Und ein kleines Post Office. So, das ist hier dieses Gebäude hinter mir. Und so ist es, genau. Ich habe eingekauft für jetzt 3-4 Tage. Weil der Plan ist so, dass ich heute mir das Zimmer im Hotel mit jemandem teile. Also es sind dann für jeden $60-65 pro Nacht. Das passt schon. Morgen früh können wir dann mit dem Shuttle zurückfahren zu unserem Parkplatz, wo wir losgefahren sind heute Morgen. Und dann gehen wir quasi in die Smokies. Es soll relativ kalt werden, auch die nächsten Tage. Also es kann durchaus sein, dass es auch mal schneit. So weit hergeholt ist das nicht, weil es gestern wirklich eisig war und frostig war. Da hat es halt nicht geregnet, es war halt so Eisregen. Und ja, muss schon fit sein hier. Also da jetzt natürlich meine Wäsche auch am Start ist, bin ich quasi hier in Boxershort draußen und in meinen Crocs und habe die Jacke drüber gezogen, aber das klappt schon. Genau, in der Zwischenzeit ist auch gerade mein Zelt noch ein bisschen am Abtrocknen. Hier macht man gleich alles miteinander. Was man machen kann, wird gemacht. Dann ist das auch wieder halbwegs trocken, kann ich das verpacken. Habe gerade eine Postkarte verschickt an meine Vermieterin, die freut sich, hoffentlich kommt die an. Ich habe gefragt, wie hoch sind die Chancen, dass die Postkarte ankommt in Deutschland. Sagt sie, sind sehr hoch. Da bin ich sehr gespannt. Und von dem her, ja, läuft das alles. Also heute wird nicht mehr gewandert, aber dafür geht es dann morgen direkt los, morgen früh. So, einen schönen guten Morgen am Freitag, den 5. April 2024 vom Fontana Dam. Also ich bin noch nicht ganz bei dem Damm, aber das kann sich nur noch um Minuten handeln. Der Vicky und ich, der ist schon vorgespurt, ja, aber ich habe mich noch ein wenig entkleiden müssen, weil es warm ist. Jetzt. Ja gut, gepennt im Hotelzimmer. Gestern gab es noch fette Pizza, einen schönen Salat, gut gestärkt. Und ja, wird zwar Shuttle fahren, das fährt um 9 von dem General Store in dem Fontana Village los. Wir haben uns gedacht, ach komm, wir gehen zu Fuß die 2 Meilen. Das haben wir auch getan. Jetzt ist es kurz nach 7 und jetzt sind wir quasi wieder auf dem Trail. Die Sonne geht gerade auf, vielleicht kriegen wir ein paar geile Aufnahmen am Damm. 1,8 Meilen bis zum Eingang. Da muss ich dann mein Permit einschmeißen. Und dann geht's los. Und dann werden wir sehen. Dann gibt es erstmal einen schönen Anstieg. Irgendwas von 600 Höhenmetern. Das mal schön hochgeballert. Und dann geht's richtig los. Dann in die rauchigen Berge der Appalachen. Ich freue mich, ich habe Bock. Wie immer höchst motiviert. Und in dem Sinne starten wir mal den Tag. Los geht's. Hinter mir ist der Shelter, den ich mal erwähnt habe hier. Es sind auch einige Leute geblieben. Man hat hier auf jeden Fall eine richtig geile Aussicht über den See auch. Ist schon ein Träumchen. Hätte man definitiv auch eine Nacht verbringen können. Aber wir verlieren keine Zeit und wandern direkt weiter zu unserem Ausgangspunkt, zu den Smokies. Aber schönes Fleckchen hier. Und das ist schon bemerkenswert. Und jetzt kommt hier der Two-Sticks entgegen. Grüße. Guten Morgen an alle hier. Guten Morgen. Ja, das ist auch hier ein Irrer, ja. Ein Irrer. Ich habe auch
auch eine GoPro. Ich kann nur mitmachen. Kannst du auch mitmachen, So. sehr schön. Was du Der Two-Sticks. Dass ich den nochmal treffe, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, bei dem seinem Tempo wäre der schon, was weiß ich, auf jeden Fall durch die Smokies durch. Und da sind sie übrigens. In the background there. Es ist schon echt eine geile Szenerie hier. Muss man ganz klar sagen. Das Ding hier, das Flüssigkeitszeug ist zwar künstlich angelegt, aber trotzdem eine Augenweide. Also schon, ist schon impressive. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber die Zeit ist echt optimal, weil ich gesehen habe in den Sheltern oder in dem Shelter vorne, lagen die alle noch rum, haben noch gepennt und alle gerade erst am Aufstehen und dann hast du da vorne nicht so ein Gedränge und dann auch später irgendwo auf dem Trail. Das ist mir schon lieber dann auch. Na komm. Ach, da unten läuft Ricky. Ja, der ist ein bisschen weiter vorne. Alles klar. Ach, scheiße, ist das schön hier. Da raucht schon aus den Smokies. Seht ihr das? Da raucht's. Da oben steigt der Rauch auf. Ja, Fontäner Damm. Fontana, wie von Fontäne oder was weiß ich was. Aber krass. Alles schon schön. Kickt es euch an. Kickt es euch an. Schönchen. Ah, sieht schon auch danach aus, irgendwie als wäre der mal höher gewesen, richtig? Da so unter die Baumkronen, also in die Wurzel gucke da fehlen noch 10 Meter nach oben da. Was weiß ich, vielleicht haben sie ein bisschen was abgelassen die letzten Tage. Die sind eigentlich immer wegführend. Ah, da ist Ricky, hat schon geschrien. Wollen wir doch mal zu ihm gehen? Was der Hand, der kennt sich aus. Ja, I'm coming. Hikers. There we go. They got a mark here. A marker. Hikers. Please go left. Then downstairs. Und dann weiß ich nicht, ist die Anmeldung hier? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Smokies, wir kommen! Flipp ich aus. Schön. Alter, wenn es hier nicht tief runter geht, dann weiß ich auch nicht. Jetzt fällt mir die Kamera runter. Also wenn hier mal die Schleusen aufgehen, dann ist das hier ein bisschen Lärm, glaube ich. Have you seen it once? When they open the gates? No, I've been here when they open. No. Never seen it open. Alter Lachs. Fällst du hier, war's das. Tschüss. So the shuttle car that ran down on tracks, that ran down the backside, must not work no more because there's a tree over it. They must not do This is very impressive to see. Oh my gosh. Not bad. Hiker Detour. Yeah. Es ist einfach eine mega geile Landschaft hier. 60-story building. What kind of building? What do you mean? 60-story. Come in. Let's go. Come on. The building? Visitor center there. How Okay. far down? Length 2,365 feet. Height 480. There's the turbine building down there. You can Yeah, for electricity, right? Yeah. Yeah. Yeah, makes sense. Yeah. And there's a TVA, what does that mean? Is TVA like Tennessee Valley Authority. Tennessee Valley? Tennessee. Ah, yeah. So All you right. can see the old shuttle cart, but they got tree. They don't even use it no more. So they don't do. It's like a lift or whatever? Yeah, 'cause Yeah. people used to go down there and visit the turbines. All right. Nice to see. Yeah, let's go to the entrance, huh? The engines who open the gates here, right? Like hydraulic Yeah. power. I don't. No, those are probably motor driven. Okay. Yeah, there's disconnects that are motor driven. It's crazy. Very impressive.
Da unten ist ein Kraftwerk, was natürlich gespeist wird mit der Wasserkraft. Man nennt es auch Wasserkraftwerk. Schön. Viele Grüße aus den Smokies. Ja, der Eingang und so war eigentlich relativ unspektakulär. War ein kleiner Briefkasten da. Da hast du deine Genehmigung reingeschmissen, der war schon rappelvoll. Ich habe meine gerade noch mit Ach und Krach reingestopft. Und ja, jetzt bin ich schon auf einer Höhe hier. Jetzt gehe ich mal 600 Meter hoch, habe ich schon erzählt. Ne? So, und hier ist es ein bisschen weiß. Deutet darauf hin, dass es ja in den Smokies doch noch ein bisschen kälter ist als in den Regionen zuvor. Aber wir sind ja gut prepared. Wir trotten jetzt noch mal so 2 Stündchen dahin, machen wir ein bisschen größere Pause, halbe Stunde oder was. Und dann stärken wir uns noch mal und dann sehen wir zu, wo wir hinkommen heute. Und ja, lassen den Tag so auf uns zukommen. Ja, wieso? Jetzt hat oben einer mit dem Puderzucker gerasselt, ne? Herrlich. Ich find's geil. Ja, willkommen in den Great Smoky Mountains. Der Tag neigt sich auch dem Ende entgegen. Wir haben heute einen Steinschalter gefunden. Die sind ja eigentlich alle aus Stein gebaut. Also richtig geile Handwerkskunst. Muss man sagen, also überall ein Kamin dabei, nur den jetzt anzuheizen. Brennt ein bisschen. Die Jungs geben sich Mühe da drin. Das Holz ist halt extrem nass und so. Aber ja, dann ist heute der Freitag auch schon vorbei. Also ich muss sagen, so weit wie heute bin ich noch nie marschiert. Von diesem Hotel, wo wir gestartet sind, heute Morgen um 6 Uhr bis um 4 durchmarschiert. Also hier mit ein paar kleinen Pausen. Vielleicht so jeweils 5 bis 10 Minuten oder so. 21,5 Meilen. Das ist der Shelter hier von innen. Da ist so kleine Plane hier mit dran, damit der Wind nicht so reinzieht. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Also sind jetzt hier 4 Jungs. 4 Jungs, die sich den Shelter teilen heute. Ich glaube, da kommt auch keiner mehr. 3, 4 Leute haben das Zelt aufgeschlagen. Genau, also es ist auch wirklich arschkalt, das muss man schon sagen. Also es hat -7, -8 Grad jetzt ungefähr. Bin echt gespannt, wie die Nacht wird. Ich bin schon komplett eingepackt in alle Schichten, die ich irgendwie dabei habe. Plus die Regenjacke, die hätte ich noch zur Not. Und ja, da kann die Nacht kommen. Ich lege mich jetzt in meinen Schlafsack, vielleicht noch vorher ein bisschen Sport machen, damit ich warm bin. Und dann gehe ich ins Bett, dann schlafe ich halt. So sieht's aus. Einen wunderschönen guten Morgen aus den Smokies. Es ist 8 Uhr, es ist arschkalt, schätzungsweise -15 Grad. Ich bin seit 1,5 Stunden wach und schon seit 3 Stunden unterwegs. Ich hatte schon Angst, die Kamera rauszuholen, dass die Kälte nicht mitmacht. Aber bei dem Ausblick musste ich es einfach mal rausholen. Es ist einfach atemberaubend hier. Einfach gigantisch. Die Sonne geht auf. Das macht es wieder ein bisschen wett. Ich kann meine Finger jetzt halbwegs bewegen. Es war schon Tortur heute Morgen auf Toilette und was zu essen zu machen und so. Also leck mich am Ärmel.
Gott, ich muss hier höllisch aufpassen. Das ist eine einzige Rutschpartie. Also der Schnee schmilzt ja jetzt so ein bisschen, weil die Sonne jetzt schön da ist und es wird auch schön wärmer. Aber dementsprechend wird der Untergrund hier immer matschiger und immer rutschiger. Also jetzt schon 2-3 Mal wäre ich fast auf dem Rücken gelegen. Ja, ich habe jetzt einen Shelter vor mir, der ist so in, ach hier steht es vielleicht, Sillersdorf Shelter, genau, der ist es 2,9 Meilen. Der Klingsman Dome steht auch dran, der höchste Punkt der Appalachen. 7,4 Meilen, ob ich den heute noch schaffe, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist erstmal den Bald Shelter. Ich habe jetzt knapp, ja, was soll das sein, 12 Meilen gelaufen seit heute Morgen bin ich los, um 7 sowas, kurz nach 7. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme halt gar nicht voran. Liegt aber echt daran, dass es heute echt anstrengend ist. Zum einen liegt das am Schnee morgens, also der frische Schnee. Und die An- und Abstiege heute sind echt extrem. Also puh, leck mich im Arsch. Vielleicht ist so meine Tagesform nicht die beste heute. Aber die Nacht war auch so semi-optimal, war schon recht zapfig. Und ja, mal sehen. Also wenn ich dann bei diesem Shelter bin, das ist wie gesagt 3 Meilen, das ist ungefähr eine Stunde, kann man damit rechnen, so 2,5 bis 3 Meilen. Eine Stunde. Da werde ich mir dann mal was etwas ordentlicheres zu essen machen, nicht immer diese dämlichen Riegel. Vielleicht was Warmes, werde ich sehen. Natürlich auch, dass es überfüllt ist. Also vorher habe ich einen Shelter gefunden. Da waren schon wieder, also als wären die gerade erst aus ihren Schlafsäcken rausgekrochen. Als hätten die heute davor ein Lazy Day zu machen. Man spricht ja grundsätzlich nichts dagegen. Aber die blockieren halt die Shelter für die Wanderer, die halt dann kommen. Ne? Das ist halt auch irgendwie so kontraproduktiv dann. Finde ich nicht so geil. Aber mei, was willst du machen? Jo, lange Rede, kurzer Sinn, bevor es mir jetzt wirklich noch stranzt hier, weil das ist mal ganz schnell passiert. Die Füße sind schon wieder halbwegs am Trocknen, also die waren noch schon komplett nass. Ich habe schon überlegt, ja, wie soll ich sagen, zu wechseln. Jetzt kommen mir hier 2 Wanderer entgegen. Aber das ist ein Daily Hike, da lasse ich mal kurz passieren, die sind schneller als ich. Jetzt Moment. Hey, yes. Hey, you too. Take care. So, weiter geht das. Ja. Aber die trocknen jetzt allmählich wieder. Also unter den Umständen hier mit diesen Ultra-Trail-Running-Schuhen hier zu laufen auf diesem Boden ist natürlich auch fast nicht naiv. Aber was willst du machen? Kannst du jetzt nicht hier die ewigsten Boots mitschleppen. Ne? Du musst halt Abstriche machen. Kommt hinter mir einer schon wieder? Nee, alles klar. Manchmal schiebst du dir Paranoia. Genau. Ich bin jetzt hier an einem Shelter. Der nächste Shelter, der wäre 7 Meilen weiter weg. Da wäre der nächste Shelter und das schenke ich mir heute, weil die Wege einfach unbegehbar sind. Finde ich. Das ist einfach nur bescheuert. Also heute war ich echt kurzzeitig mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ja nur noch dumm. Also ich habe echt versucht, meine Füße irgendwie trocken zu halten. Überhaupt keine Chance. Mal hast du Matsch, mal hast du Schneematsch, mal hast du Laub und dann unten drunter ist Matsch und dann schleudert es dich gleich wieder und Klump und Zeug. Also mich würde interessieren, wie viele Leute es heute aufs Erschlein gelegt hat. So. Genau, hinter mir ist der Shelter. Das ist aber so ein Steinschelter. Wir sind zu zweit jetzt momentan, aber das wird sich noch vermehren. Also werden noch ein paar Leute kommen heute. Sicherlich. Und es ist trotzdem ein schönes Fleckchen hier. Schön grün. Genau. Meine Schuhe, die habe ich jetzt hier in die Sonne gestellt, darüber, um meine Socken, dass das ein bisschen austrocknet. Da chill ich mir jetzt lieber einen ab ein bisschen. Mach Chili-Willi. Mach wegen Blödsinn. Helft dem anderen Puppen beim Feuer machen. Und waschen wir mal die Füße und genau. Das jetzt zeige ich mal die Wasserquelle, wo ich mir das Wasser herhole. Das ist ja abenteuerlich hier. Ups. Da mein kleines Bächlein. Und da holen wir unser Trinkwasser raus. Das wird dann gefiltert. Es hat wieder so unsere eigene Filtervariation dabei. Ich habe den Katadien-Filter, mit dem bin ich recht zufrieden. Und bis jetzt keine Würmer im Bauch. Alles easy. Viele kochen ab. Aber ich denke mal, Leute, das kommt aus dem Berg raus. Muss ich jetzt nicht zwangsweise abkochen. Meine Meinung. Aber gut. So, wie schnell sich doch die Dinge ändern können.
bin kurzerhand ins Zelt gezogen, weil in dem Shelter, da sind jetzt wieder mal 1500.000 Leute. Und ja, nee, mach ich nicht mehr. Scheißegal, wie kalt die Nacht wird, ich penne im Zelt. Und habe einen neuen Plan gefasst, wäre natürlich sehr geil. Also zum Kingsman Dome oder was weiß ich, wie das Ding heißt, das ist die Namen, egal. 2,8 Meilen, das sind ungefähr 2 Stunden. Ich versuche morgen um 4 aufzustehen, zu frühstücken, ab 5 mein Zeug zusammenzupacken und spätestens um 5 mich hier vom Acker zu machen. So, einen wunderschönen guten Morgen aus den Appalachen. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Ich bin um 4 Uhr aus dem Zelt gekrochen, habe kurz gefrühstückt, bin dann losmarschiert, 3 Meilen ungefähr. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin nicht alleine auf dem Tower, es sind noch ein paar Leute mit mir oben und schauen sich den Sonnenaufgang an. Es ist schon geil. Also es geht gerade erst los. Kinderhandschuhen. Scheiße. Aber es war es auf jeden Fall wert. Das war es auf jeden Fall wert. Also ich muss auch hier nochmal einen Rundblick machen, wie geil das hier einfach ist. Das ist schon, hat schon was. Jetzt gehen wir zurück auf den Trail. Hat sich gelohnt. Wir hören uns später. So, willkommen in Gatlinburg. Ich habe mal wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Ich habe die 10 Meilen runtergerasselt gestern noch. Und dementsprechend stand ich auf dem Parkplatz, keine 2 Minuten. Und habe schon jemand rangewunken. Also das ist ja unglaublich. Also das, wie gesagt, dann war ein Herr da, der hat mich direkt gleich mal rangewunken und hat gemeint, ja komm, willst du wohin? Ich fahre dich hin. Sag ich, was? Wie beim letzten Mal, also unfassbar einfach. Ne? Also er hat gesagt, ja, ich möchte nach Gatlinburg, ich will 1-2 Tage ein bisschen Recovery betreiben, ein bisschen die Beine schonen. Er meinte, ja klar, steig ein, ich fahre dich. So, das macht er heute den ganzen Tag. Der fährt jetzt wieder zurück, er hat mich jetzt hergefahren zu meinem Hotel. Habe jetzt mein Zimmer auch schon bezogen, ging alles reibungslos wieder. Ich zahle jetzt für 3 Nächte 160 $, including tax. Also ist echt sportbillig. Heute ist Sonntag übrigens, deswegen ist hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr los. Aber ungelogen, also wir sind die Serpentinen runtergefahren und hier kamen hunderte Autos entgegen. Das war unfassbar, ganz ehrlich. Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, den 8. April 2024 aus Gatlinburg. Die Stadt schläft noch. Es ist gerade 9 Uhr. Ich war schon ausführlich frühstücken und habe mir ein fettes Omelett gegönnt und dazu
eine dicke, fette Waffeln in Cinnamon-Soße und Sahne und ich bin einfach nur gnadenlos überfressen. Ja. Meine Herren, bin ich voll. Ich bräuchte sofort wieder Bett. Ich habe herrlich gepennt, richtig durchgeschlafen. Die letzte Nacht, wo ich um 4 Uhr raus bin, war doch etwas kurz auch. Habe ich gebraucht. Ich fühle mich gut. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück ins Hotelzimmer. Und anschließend machen wir eine kleine größere Wanderung durch die ganze Stadt. Weil hier in Gatlinburg zentral, du hast zwar hunderte von Möglichkeiten zu fressen, irgendeinen Blödsinn anzustellen oder sonst irgendwas, aber du findest keinen Supermarkt. Nix. Wenn Supermarkt, dann gibt es nur Getränke, Süßigkeiten und Getränke. Das war's. So. Dann hat die Stadt hier einen Supermarkt, und da wo es halt wirklich was zu futtern gibt. Also Äpfel und solches Zeug, was ich halt sehr brauche demnächst. Und, was ist denn das? Der Milchwagen, der Milchtransporter hier, oder was? Hier. Ah. Jawohl. Hier, schöne Autos. Nicht schlecht. Und in so einer Hikerbox findet man auch immer halbleere Gaskartuschen. Da kann ich meine gleich mal wieder auffüllen, weil da kann man sich schon ein paar Dollar sparen. Ich habe so ein Tool, da kann ich einfach die halbleeren Gaskartuschen auf meine aufsetzen und dann entleeren dann quasi. Und ja, wer Forrest Gump kennt, der kennt bestimmt auch dieses Restaurant. Baba Gump. Ja? Da werde ich eventuell heute Abend ein paar Shrimps naschen. Geil, wenn man schon mal hier ist, dann muss man auf jeden Fall auch zu Baba Sparks. So, wenn ich richtig bin, dann bin ich hier richtig. Ich bin hier richtig. Aber ich habe noch nie so viel Zeug und unterschiedliche Geschäfte auf einem Haufen gesehen wie hier jetzt. Also Helen war ja schon der Kracher, ne, mit so 100.000 Geschäften. Aber hier kriegst du alles. Du kannst hier dein Geld loswerden ohne Probleme. Da laufen gerade ein paar Enten über die Straße, ganz glücklich. Nice. Oder hier ist so ein fetter Arkaden-Space-Dings, wo du uralte Automaten drin hast zum Zocken. Also mit was sich hier Geld verdienen, ist schon Wahnsinn. Ist schon Wahnsinn. Ich war jetzt bestimmt eine Stunde in dem Store, bis ich irgendwie alles hatte, was ich brauche. Ein Apfel. Es ist so genial, in einen Apfel zu beißen. Jo, wen es interessiert, wie man so haust im Hotelzimmer, dem zeige ich das jetzt mal kurz. Also das ist das Hotelzimmer hier. Ist natürlich alles sehr aufgeräumt und sehr ordentlich hier, wie man sieht. Genauso wie hier. Hier liegt die frisch gemachte Wäsche, alles fein säuberlich zusammengelegt. Ne? Hier Akku lädt, alles fein. Und natürlich Zitronen. Machen wir jetzt gleich schönes Zitronenwasser, weil die nächsten Tage sollen wirklich ekelhaft werden auf dem Trail, um das Immunsystem wieder ein bisschen zu stärken. Genau. Dann habe ich eingekauft ich habe jetzt mal durchgerechnet, ja 4 Tage, denke ich mal, werde ich Minimum brauchen, bis ich in Hot Springs bin. Also habe ich jetzt nochmal damit für einen Tag mehr geplant, also für 5 Tage. Dann habe ich mir Vitamine noch gekauft, die sind mir ausgegangen. Also ich habe mir Vitamin C gekauft, also pures Vitamin C. Das ist halt so Supplement-Zeug, ne? Aber du kannst halt nicht eine Packung Äpfel mitschleppen oder ein Päckchen Zitronen, wie auch immer, das klappt einfach nicht. Und deswegen Vitamin C, Vitamin B-Komplex finde ich auch wichtig, muss ich sagen. Magnesium auch am Start. Und last but not least, weil Fleisch und so gibt es halt auch nicht viel und ne, ein bisschen Eisen. Und ja, hier liegt noch ein bisschen Zeug rum. Also ich habe es immer gerne ordentlich, das seht ihr ja hier. Auch hier, das ist so die Naschecke für abends, wenn du hier auf dem Bett liegst und noch ein bisschen amerikanischen Blödsinn guckst, dann kannst du dir noch schön das gesunde Knabberzeug reinschmeißen.
Genau, hier liegt der Schlafsack schön zum Auslüften da ein bisschen. Genauso wie mein Inlay. Also ich muss schon sagen, den feiere ich hart. Ne? Hat natürlich auch 250 Gramm. Nehme ich aber gerne. Erstens gibt er dir in den Smokies ein bisschen mehr Wärme auch. Und du bist halt permanent in dem Schlafsack drin. Und dass der nicht irgendwann komplett muffig ist, nehme ich das Ding ganz gerne. Hier ist auch aus Merino-Wolle und schläfst einfach besser. Ist so. Genau, dann gehen wir kurz in die Waschanlage, mal reingucken. In der Waschanlage sind gerade die Schüchchen ein bisschen am Durchziehen. Die habe ich schön durchgeknetet und mit meiner Bürste. Das ist halt auch ein Luxus, den nicht jeder hat, aber so eine Bürste ist halt auch Gold wert, finde ich. Die Schuhe schön ein bisschen abgeschrubbt, weil ganz Tag nur noch Matsch und so weiter. Und ich bin ja kein Schweißfußmensch, so, aber wenn du halt nur läufst und läufst, das riechst du irgendwann. Ja, es ist 1:45, vielleicht gehe ich echt nochmal in den Outdoor-Store und dann habe ich das auch weg. Dann habe ich morgen nur Entspannung, nur chillen. So einen wunderschönen guten Abend, kann man eigentlich schon fast sagen. Ja, es ist 18 Uhr, es ist, was haben wir heute? Heute müsste Dienstag sein. Dienstag, ja, heute ist nicht viel passiert. Wie gesagt, heute war es auch relativ regnerisch und das ist das erste Mal und ich hoffe auch das letzte Mal, dass ich mir 2 Tage am Stück Auszeit genommen habe. Hatte aber auch einen tieferen Hintergrund, weil ich mir gedacht habe, ich merke halt das Klima mal wieder, ne? Und ich denke, dass es echt nicht verkehrt war, das Knie mal 2 Tage lang richtig schön zu schonen, zu massieren und also es ist auch wirklich gut und besser heute, also ich merke gar nichts und werde zu Abend nochmal schön einschmieren mit Voltaren und ich denke, die Nacht nochmal schön durchschlafen und dann kann ich morgen wieder angreifen, richtig gut. In Hot Springs geht es dann weiter, da werde ich auch nicht lang verweilen, je nachdem vielleicht einen Tag mal im Hostelpen duschen und dann nächsten Tag weiter, weil ich doch ein bisschen Gas geben will. Ich will dann nicht primär hier zum Urlaub machen, aber ich will natürlich auch was sehen vom Land und nicht nur Trail und laufen, sondern einfach ein bisschen amerikanische Kultur einsaugen. Sachen aufbereitet, ich habe Dinge repariert, die defekt waren, wie zum Beispiel meine Schuhe, mein linker Schuh, also die Schuhe, die ihr seht, die sind jetzt 3 Wochen alt, haben jetzt ungefähr 330 Kilometer auf der Sohle. Und bei diesen hier bin ich schon mal hängen geblieben, hier in dem Bereich, an irgendeiner Wurzel oder was, das ist sich aufgerissen und ich habe das jetzt mit Ach und Krach versucht zu flicken, wirkt eigentlich ganz stabil, weil jetzt nach 300 und ein paar zerquetschten Kilometern neue Schuhe zu kaufen, brauche ich nicht anfangen. Weil die so vom Ding her eigentlich noch echt gut sind und ich eigentlich auch richtig zufrieden bin, weil die halt ultra leicht sind und so eine dicke große 10-Box. Und ich habe sie ja gestern erst in der Waschmaschine, in der Waschanlage, habt ihr gesehen, habe ich die schön durchgewaschen und gebürstet und gemacht. Und da können die morgen wieder in Einsatz gehen. So ist das.